Die Wundheilung ist ein komplexer biologischer Prozess, der darauf abzielt, geschädigtes Gewebe zu reparieren und die Hautbarriere wiederherzustellen. Sie durchläuft verschiedene Phasen, darunter Entzündung, Proliferation und Remodellierung. Für eine erfolgreiche Heilung sind eine gute Durchblutung und eine ausreichende Sauerstoffversorgung entscheidend. Jede dieser Phasen erfordert eine präzise Koordination von Zellen und Botenstoffen. Eine Störung in einem dieser Schritte kann den gesamten Heilungsprozess erheblich verzögern oder sogar verhindern. Gesunde Lebensgewohnheiten unterstützen diesen natürlichen Mechanismus optimal. Nikotin, der Hauptwirkstoff in Tabakprodukten, hat eine stark gefäßverengende Wirkung. Es führt dazu, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, was die Durchblutung im Wundbereich drastisch reduziert. Weniger Blut bedeutet weniger Sauerstoff und Nährstoffe für die heilenden Zellen. Diese verminderte Versorgung beeinträchtigt die Bildung neuer Blutgefäße und die Kollagensynthese. Beides ist jedoch unerlässlich für den Aufbau von neuem, stabilem Gewebe. Die Wunde erhält nicht die notwendigen Bausteine für eine schnelle und effektive Reparatur. Rauch enthält auch Kohlenmonoxid, ein Gas, das sich viel leichter an die roten Blutkörperchen bindet als Sauerstoff. Dadurch wird die Sauerstofftransportkapazität des Blutes erheblich verringert. Weniger Sauerstoff im Blut bedeutet eine schlechtere Versorgung aller Körperzellen, einschließlich derer in der Wunde. Diese Sauerstoffarmut, auch Hypoxie genannt, verlangsamt den Zellstoffwechsel und die Zellteilung. Die für die Heilung notwendigen Zellen können ihre Aufgaben nicht effizient erfüllen. Die Wunde bleibt länger offen und ist anfälliger für Komplikationen. Neben Nikotin und Kohlenmonoxid enthält Tabakrauch tausende weiterer toxischer Substanzen. Diese Chemikalien schädigen direkt die Zellen des Immunsystems, die für die Abwehr von Infektionen zuständig sind. Die Entzündungsreaktion wird gestört und die Immunabwehr geschwächt. Zudem können diese Giftstoffe die Produktion von Kollagen und anderen wichtigen Proteinen beeinträchtigen. Sie fördern oxidativen Stress, der die Zellstrukturen schädigt. Dies alles trägt zu einer schlechteren Wundqualität und einer längeren Heilungsdauer bei. Raucher haben ein deutlich höheres Risiko für Wundheilungsstörungen. Dazu gehören Infektionen, da die Immunabwehr geschwächt ist und die Wunde schlechter durchblutet wird. Auch das Aufplatzen von Wunden, die sogenannte Wunddehiszenz, tritt häufiger auf. Narben können unschöner und dicker ausfallen, da die Kollagenbildung gestört ist. Die gesamte Heilungszeit verlängert sich erheblich, was zu längeren Krankenhausaufenthalten und zusätzlichen Behandlungen führen kann. Die Lebensqualität der Betroffenen leidet darunter. Besonders kritisch ist das Rauchen vor und nach chirurgischen Eingriffen. Die verminderte Durchblutung und Sauerstoffversorgung erhöhen das Risiko für Wundinfektionen und Nahtinsuffizienzen. Dies gilt für alle Operationen, von kleinen Eingriffen bis zu großen Operationen. Chirurgen empfehlen Rauchern daher dringend, vor einer geplanten Operation mit dem Rauchen aufzuhören. Schon wenige Wochen Rauchfreiheit können das Komplikationsrisiko signifikant senken. Dies verbessert die Heilungschancen und das Operationsergebnis erheblich. Die gute Nachricht ist, dass sich viele dieser negativen Effekte nach einem Rauchstopp schnell umkehren. Bereits nach wenigen Tagen verbessert sich die Sauerstoffversorgung des Blutes. Die Durchblutung der kleinen Gefäße beginnt sich zu normalisieren. Nach einigen Wochen steigt die Immunfunktion wieder an und die Kollagenproduktion wird optimiert. Ein Rauchstopp ist die effektivste Maßnahme, um die Wundheilung zu fördern und das Risiko von Komplikationen deutlich zu reduzieren. Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Rauchen hat weitreichende negative Auswirkungen auf die Wundheilung, indem es die Durchblutung stört, die Sauerstoffversorgung mindert und die Immunabwehr schwächt. Dies führt zu einem erhöhten Risiko für Infektionen und verzögerte Heilungsprozesse. Für eine optimale Wundheilung und zur Vermeidung schwerwiegender Komplikationen ist der Rauchstopp die wichtigste präventive Maßnahme.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Unterstützungsmöglichkeiten, um diesen entscheidenden Schritt für Ihre Gesundheit zu gehen.